Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch unser neues Zelt vorstelle, was auf der Sardinienreise hier das erste Mal mit dabei ist. Es ist gerade ziemlich windig, es hat auch schon geregnet, also wir konnten das Zelt auch schon unter extremeren Bedingungen testen. Oh, die Waldfee hier, das ist ein bisschen Tsunami-Zustände. Fahrt nach Sardinien, sagten sie. Es wird bestimmt spaßig, sagten sie. Danke für gar nichts. Ich meine, guck mal hier auf die Sachen. Guck mal, die hier. Zappenduster machen wir das jetzt hier doch. So sieht das nach. Das haben wir heute schon 5-mal sauber gemacht. Lohnt einfach überhaupt nicht. Scheiße. Wenigstens haben wir keinen Waldbrand. Ne? Muss man auch die guten Seiten des Lebens sehen. Ne? Das Zelt, was wir hier haben, ist das Expat Outer Space 3. Das ist also ein 3-Personen-Zelt, anders als das Zelt, womit wir vorher unterwegs waren, dem Hawk 2 von Redbird. Wir haben uns für das Expat ganz bewusst entschieden. Es gab ein paar Kriterien, die uns wichtig waren. Und da haben wir das gefunden und gedacht, wow, genau das ist es. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch schon den ein oder anderen Negativpunkt entdecken können in den letzten Tagen, die wir jetzt damit unterwegs sind. Zunächst mal die Eckdaten. Die Außenmaße betragen in der Länge 3,95 Meter, in der Breite 2,15 Meter und in der Höhe 1,65 Meter. Für innen bedeutet das, dass relativ hoch ist. Also stehen kann ich hier drin nicht. Ich bin 1,76, aber trotzdem, wenn es hier nass ist, die Außenwände vom Kondenswasser, kommt man nicht zwangsläufig dran und man muss nicht die ganze Zeit so gekniet im Zelt sein, sondern man kann immerhin so halb stehend hier durch. Obwohl das Expat-Zelt mehr Platz in sich bietet, ist das Packmaß und das Gewicht kleiner als das vom Redbird, wie man hier erkennen kann. Und es passt übrigens super in die Alukoffer von Honda. Das Outer Space 3 wiegt offiziell 3,3 Kilo, nach unseren Messungen sogar nur 3,1 und somit knapp einen halben Kilo weniger als das, was wir zuvor genutzt haben. Man muss hier allerdings dazu sagen, dass bei diesem Zelt noch zusätzlich eine Unterlegplane benötigt wird, die unter das Schlafzelt gelegt wird, damit da die Folie ein bisschen oder die Plane von unten so ein bisschen geschützt wird. Hat aber auch den Vorteil, dass man hier nochmal zusätzlich Platz hat, um Sachen abzustellen, die dann nicht vom Sand verdreckt werden, weil das geht nämlich richtig schnell. Circa 500 Gramm wiegt diese Plane. Das Außenzelt ist aus Silikon beschichteter Plane, was der Außenhaut erlaubt, besonders dünnwandig und leicht zu sein. Kommen wir zum Aufbau des Outer Space 3. Go! Eine Minute schon rum? Das ist schon lange. Nein! Aber 1,5 ist es schon. Ai. Nur fürs Gestänge. Ja, das ist auch alleine. Du musst halt aufpassen, ne? Das ist ein wertvolles Ding hier. Zack. Oh je. Ja, toll. Ja, ich habe das noch nie alleine aufgebaut hier. Wir haben das immer zu zweit gemacht, ne? Es nimmt Form an. Was sagt die Zeit? Fast 4 Minuten. Nein! Aber ey, in 5 Minuten steht das Ding. Was sagst du, das geht so schnell, das kommt ungeschnitten und in Naturgeschwindigkeit ins Video, nee, das glaube ich nicht. Wenn wir den anderen Leuten nicht antun, ich spule vor. Ich habe nebenbei noch Kaffee gekocht. Ich glaube... Ich will den unterhalten. Ich mache trotzdem jetzt die Heringe mit rein. Soll ich schon mal stoppen? Nee, ne? Nee, mach Platz mal. Wie viel haben wir jetzt? 5 Minuten 24. Brauchen wir gar nicht versuchen, die Plastikheringe reinzuballern. Mit dabei sind diese wunderbaren Leichtbau-Kunststoffheringe. 8 Stück an der. Wie viele sind dabei? 10, 12? Völlig egal. Auf jeden Fall eine ausreichende Anzahl. 12 Heringe sind es insgesamt von dieser Art. Bei festerem Boden gehen die allerdings nur schwer rein. Da sind Felsheringe die Lösung. Die gibt es zum Beispiel für 4,50 € beim Baumarkt zu kaufen. Ja, wir sind hier noch im Rennen. Ob wir es noch vor der 10-Minuten-Marke schaffen? Das kann man ja natürlich auch so wunderbar. Caro sieht auch super aus, wenn du da für die Leute hinterm Zelt verschwindest. Für 8 Minuten. Wir haben sogar heute schon einen von den, oh nein, von den Bergheringen zerstört. Ja, das muss ich noch mit dem Stein machen. Hinten noch einen rein. So Leute, das soll es gewesen sein. Wie viel Zeit? Schätze? 7 Minuten? Yes. Ja, okay, komm. Für so ein großes Zelt, inklusive Heringe. Also ja, 2 erste Heringe. Mal. Okay, ich habe es jetzt zum allerersten Mal alleine aufgebaut. Jackie Decki, das war's dazu.
Man kann es jetzt hier aufmachen und hier an der Seite mit den seitlichen Bändern am Gestänge festmachen. Wem das noch nicht weit genug ist, der klipst einfach die Seiten auf und kann sich dann hier durchs Lösen der Seiten eine Etage höher arbeiten und hat dann da noch mehr Panoramablick. Das innerhalb von wenigen Sekunden. Möchtest du jetzt auch noch ein Video machen, wie du die Luftmatratzen aufpustest? Nein! Luftmatratzen aufpusten und Schlafsäcke und alles aufbauen. Von mir aus können wir jetzt vielleicht an jedem Ort so ein Video machen, wo du das Zelt einmal aufbaust und zeigst, wie das funktioniert. Spaß, mein Freund. So, hier kommt... Auge raus. Das aufpassen, da muss man eigentlich eine Fahne dranhängen. Da kann das Lotterleben beginnen, ne? Wir haben immer noch eine zusätzliche Isomatte dabei. Normalerweise mache ich da immer Yoga drauf. Ich habe sie jetzt hier ins Vorzelt gelegt und das vergrößert den Raum hier. Das ist echt geil und macht nochmal ein anderes Gefühl. Jetzt, wo das Wetter besser ist, kann man draußen sitzen und hat hier drin noch mehr Platz, um Sachen abzulagern und einfach das Gefühl zu haben, das ist auch ein Zelt, wo es Wohnlicht drin ist. Die Isomatte, die ist auch gleichzeitig ein bisschen weich, sodass dieser steinige Boden hier in den Knien nicht so weh tut, wenn man da so drauf hockt. Gefällt mir auf jeden Fall gut, dieses Zelt an diesem Campingspot. Die Breite der Innenkabine des Outerspace 3 beträgt 140 cm, sodass zwei 70er Matten perfekt Platz drin finden. Und das Schöne ist, dass die Wände hier relativ senkrecht gehen und nicht so schief. Das heißt, man hat hier auch ganz viel Platz über dem Kopf. Dadurch, dass das Innenzelt hier zu ganz großen Teilen nur aus dem Gitternetz hier besteht, hat man auch eine echt gute Durchlüftung hier drin. Und ein angenehmes Raumklima. Allerdings kommt durch das Moskitonetz teils auch feiner Sand durch. Hier oben gibt es noch so eine kleine Tasche, um Sachen reinzutun. Genauso wie an der linken und rechten Seite am Kopfende. Zur einen Seite hin am Innenzelt hat man einfach auch noch mal eine Apside, wo man auch raus kann. Wir nutzen das immer, um die Motorradstiefel dahin zu stellen. An beiden Apsiden habe ich hier noch mal so eine Vorrichtung, dass man so richtig schön lüften kann, sodass hier so ein kleiner Spalt auf ist, obwohl die Apside an sich zu ist. Der Boden des Innenzeltes hat eine Wassersäule von 5000 mm. Und man kann jetzt auch noch das Innenzelt herausknöpfen und dann hat man das einfach wie so eine Strandmuschel. Was mir sehr wichtig war bei dem Zelt, dass die Stangen hier außen sind und man die einfach nur so dran klipsen muss. Weil ich das von meinem alten Zelt kenne, dass da die Stangen innerhalb des Stoffs laufen und dann besteht immer die Gefahr, dass man den Stoff sehr strapaziert, weil man da nicht so gut durchkommt. Dann bleiben die stecken, beschädigen den Stoff und deswegen, das hier ist halt viel, viel leichter auch. Gerade wenn es regnet und mal schnell gehen soll, der Stoff ist nass oder so. Das ist hier einfach echt gar kein Problem. Das ist ganz, ganz leicht zu machen. Das Gestänge besteht auch im Endeffekt aus 2 Teilen, die halt so ineinander gesteckt werden, dass man am Ende dieses Konstrukt dann hat. Das Ganze sind dann einfach nachher 2 Pakete Stangen. Das hier steht halt komplett durch die Stangen. Also wenn man es jetzt hier nicht abspannt, steht es trotzdem und ist auch wasserdicht. Nicht freistehend, aber dafür mit Stehhöhe und der Möglichkeit, das Motorrad in das Zelt zu stellen, ist das Redverse Atacama, mit dem unser Nachbar auf diesem Campingplatz unterwegs ist. So, er zeigt uns jetzt mal, wie viel Platz er da drin hat. Er sagt, er schiebt sein Motorrad da eigentlich nie rein, aber er kocht da drin. Boah, das ist echt viel Platz hier drin. Mega cool. Wahrscheinlich immer ein bisschen das aufzubauen, ne? 3 Minuten noch. Das außenliegende Gestänge des Expert-Zeltes lässt sich übrigens super zum Wäschetrocknen nutzen. Einen Nachteil hat das Outerspace 3 allerdings. Alter! Also wenn es windig ist, hat man schon das Gefühl, dass einem gleich das ganze Zelt wegfliegt. Hat so eingedrückt, obwohl wir es irgendwie mit Außenleinen auch abgespannt haben. Das ist halt auch hoch, was den Abstand von Boden und Plane betrifft. Und deswegen kann der da halt so relativ leicht runtergreifen, der Wind. Das ist vor allen Dingen vom Aufbau relativ steil. Das heißt, man hat eine große Windangriffsfläche. Das ist vielleicht der einzige Negativpunkt an dem Zelt. Es ist halt durch seine Bauform, man hat viel Platz, aber dafür ist es halt sehr windanfällig. Hier seht ihr das. Das ist halt schon echt ein enormer Abstand, der zum Beispiel hier hinten anders ist. Und da merkt man eben auch, da zieht es nicht so drunter. Ne? Je weiter es nach vorne geht, desto höher wird der Abstand.
Das 3-Jahreszeiten-Zelt punktet dafür mit reflektierenden Bändern an den Reißverschlüssen, die im Dunkeln leuchten, und ausreichend Platz im Vorzelt, sodass 2 Personen bei ungemütlichem Wetter darin sitzen können. Nun zur nicht ganz unwesentlichen Frage, quando costa? Also was ist der letzte Preis? Preislich ist das Exped definitiv ein höherklassischeres Zelt, klassifizierteres, ein gehobeneres Zelt. Also hier hat man so einen Listenpreis von 800 €. Wir haben das Ganze im Laden gekauft und konnten dann da durch Nachfrage nochmal ein paar Euros gut machen. Also das lohnt sich, falls ihr das auch nicht im Internet kauft, sondern vor Ort. Fragt da mal nach, ob man noch was am Preis machen kann. Manchmal sind sie in den Läden kulant und da hat man echt Glück und es lohnt sich bei der Summe natürlich. Also 800 ist eine Menge Schotter für ein Zelt, finde ich. Ich habe für das Redverse damals 500 bezahlt und fand schon, dass es viel ist. Jedoch, ich sag mal so, wenn das... Okay, weil dicke Tanzapfen runter von den Bäumen, wenn ich gleich getroffen werde. Allerdings hält so ein Zelt ja dann auch länger und ich finde, dann lohnt es sich auch, da ein bisschen mehr für auszugeben, weil im besten Fall hat man da was für 10 Jahre und dann rentiert sich das Ganze auch schon wieder. Ja, gerade bei der Thematik kann man sagen, unterstützt mal die lokalen Läden und nicht immer alles im Internet bestellen. Wir haben das so gemacht und wir hatten da echt eine super Beratung, konnten sogar vor Ort das Zelt ausprobieren, uns reinlegen, es selber aufbauen, wieder zusammenbauen und haben am Ende sogar noch so einen Rabatt bekommen, dass es günstiger war, als man es im Internet hätte bestellen können. Das sind alles so Vorteile, die hat man nicht, wenn man einfach online bestellt. Dann weiß man nicht, wie groß ist das Ganze, wie funktioniert das. Also von daher ruhig die Läden unterstützen, die man vor Ort hat und mal lokal kaufen. Und das abschließende Fazit lautet: Ich hätte gedacht, dass ich den Platz, den wir hier mehr haben, viel deutlicher spüre. Klar, es ist cool, dass wir hier drin sitzen können, wenn es draußen regnet. Das konnten wir in dem Redverse Hawk 2 nicht. Was lachst du denn? Nur am Nörgeln. Weißt du, kauft sich gerade für 800 € ein neues Zelt. Und sieht einmal von jemandem anderen was und denkt sich direkt... Also man muss dazu sagen, wenn man so ein Zelt im Laden aufgebaut sieht, dann merkst du ja nicht, dass die Abstände unten so hoch sind, dass da Sand durchweht und alles innen drin dreckig ist nach 1-2 Stunden. Und dass es halt der Platz, den man hat, doch schneller weg ist, als man denkt, wenn man drin sitzt und es draußen regnet und dann der Wind die Planen von den Seiten eindrückt. Man muss dazu sagen, sie wollte ursprünglich nur das 2-Personen-Zelt kaufen, dann wäre noch eine Nummer kleiner gewesen. Ich glaube, du wirst das ganz schnell zu schätzen wissen, wenn du mal das andere wieder aufbaust. Ja, stimmt. Also, was man ja halt immer, wenn man ein größeres Zelt hat, auch mit beachten muss, ist, was für Aufstellmaße das Ganze hat. Wenn man jetzt wild zeltet, dann muss man ja auch irgendwie was wählen, weil das auch gerade nicht überall immer von den Platzverhältnissen passt und auch nicht immer unbedingt jetzt so legal in Anführungsstrichen ist. Auch so, dass man ein bisschen versteckter damit mal auch sein kann. Und von daher finde ich, je größer man da wird, natürlich ist es immer bequemer, aber die Aufbauzeit, der Aufwand und die nötige Stellfläche, die man dafür braucht, die ist dann halt auch enorm irgendwann. Und da finde ich, wie das Ganze dann einfach gerade für dieses Motorradreisen recht grenzwertig, unpraktikabel. Das stimmt. Das ist so meine Meinung dazu. Ja. Klar, wenn man jetzt immer auf einem gut ausgebauten Campingplatz ist, dann mag das sicherlich schön sein und auch wenn man für einen längeren Zeitraum immer da ist. Aber da wir ja auch oft nur eine Nacht irgendwo sind. Stimmt. Ja, also es hat alles sein Für und Wider. Ich denke, egal welches Zelt man hat, es gibt Vor- und Nachteile. Ja, das war das Video mit den Vor- und Nachteilen, wie wir sie empfinden zu diesem Zelt. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr ein Lieblingszelt und sagt, ey, bei dem Zelt gibt es nur Vorteile. Vielleicht gibt es das und wir haben das noch nicht entdeckt. Ich glaube auch nicht. Ja, haut mal raus, was ihr darüber denkt. Wie findet ihr das Zelt? Vielleicht ist euch das auch schon viel zu riesig, kann ich mir auch gut vorstellen. Es sind ja viele Minimalisten unter den Abonnenten, deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele von euch sagen, Caro, du hast einen Pin im Kopf, das ist viel zu groß. Ich bin ja auch eigentlich sogar ein Freund von diesen eher kleineren, kompakten Sachen. Julian ist ein Freund von Leuten, die auch einfach nur eine Plane mitnehmen, sich neben das Moped hocken. Und ich meine, Rolf Feldmann macht es auch so. Grüße gehen raus, falls du es siehst oder deine Leute. Rolf, Respekt, sich einfach neben das Motorrad zu legen und auf dem Boden zu pennen. Das wollte ich ja gerade sagen, das habe ich auch schon öfter gemacht und das finde ich hat auch was total Tolles. Solange natürlich das Wetter gut ist, aber wenn man es hat, dann unterm Sternenhimmel schlafen ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Feeling. Ja. Und ansonsten finde ich, man kann allumfassend sagen, jede Situation erfordert ein neues Zelt.
Nein. Leute, das soll es gewesen sein mit uns, mit diesem Video. Und wir sagen einfach bis zum nächsten Video. Schaut gerne wieder rein. Wir freuen uns. Und bis zum nächsten Zelt. Bis zum nächsten Zelt. Kommt dann in einem Monat raus. Nein, ich hoffe nicht.